Hallo. Hallo ihr Lieben, wir sind schon seit Tagen dabei, den Bus ordentlich zu packen. Und heute ist es endlich soweit. Heute fahren wir los. Heute geht's Richtung Hamburg, Richtung Hafen. Und wir werden unser Auto auf die Fähre bringen. Und wie ihr wahrscheinlich ein bisschen raushören könnt, sind wir total platt und müde. Die letzten Tage waren super anstrengend und das Packen war eine richtige Herausforderung. Einfach weil wir von der Kälte ins Warme fahren und irgendwie so viele Sachen bedenken mussten. Und dann kam noch ein bisschen Papierkrieg dazu. Das hat die Situation nicht einfacher gemacht, aber ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir brauchen und alles im Bus und jetzt kann die Reise losgehen. Ja, wie gesagt, die letzten Tage waren wirklich eine kleine Achterbahnfahrt. Wir hatten Probleme mit den Versicherungen etc. pp. Aber jetzt ist eigentlich soweit alles geklärt und auf geht's. Achso, ich zeige euch doch mal kurz einmal einen kleinen Einblick in den Bus. Es wird natürlich nochmal die obligatorische Roomtour geben. Damit ihr schon einmal reinluken konntet. Und unseren vollgepackten Keller, Kofferraum, wie auch immer man es nennen möchte, seht ihr da auch. Also wir sind voll beladen und los geht's! Also, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Hamburg, aber wir machen noch einen kleinen Zwischenstopp in Hannover. Da treffen wir noch ein paar Freunde und ich muss mich noch an das gewöhnen, das Filmen während dem Fahren, weil das ist normalerweise ein anderes Job, aber André muss ja fahren. Tja! Musst du jetzt lernen? Ja, also ich kann tatsächlich Auto fahren, aber ich bin noch nie mit so einem großen Auto gefahren und drückt mir noch ein bisschen davor, aber irgendwann werde ich wahrscheinlich noch zum Handkuss kommen. Also spätestens da auf den großen Straßen in Amerika dann. Wir fahren, nachdem wir in Hamburg waren, ohne weiter nach Berlin, weil wir brauchen tatsächlich nur einen internationalen Führerschein und den können wir nur dort beantragen, wo wir gemeldet sind. Und da wir ja eigentlich, Berliner sind, müssen wir dorthin und ich werde mir dann einen internationalen Führerschein holen. Obwohl ich noch nicht ganz so sicher bin, ob ich fahren werde. Aber das sehen wir dann. So, wir sind in Hannover angekommen. Ein Plätzchen für die Nacht haben wir auch schon gefunden. Hier an der Straße. Und jetzt gehen wir zu unseren Freunden und werden einen netten Abend haben, denke ich mal. Und morgen früh geht es dann weiter nach Hamburg. Also, wir sehen uns morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die erste Nacht in unserem Bus gut überstanden. Daisy liegt da hinten noch. Es ist ein bisschen kalt gewesen. Ja. Just a tiny bit. Also wir hatten heute Nacht, wir haben hier so ein schönes Thermostat, 7,7 Grad. Also ich glaube, das ist eine gute Probe für Kanada gewesen. Wir brauchen definitiv noch ein paar Decken. Ja, ein bisschen eine Kuscheldecke für Daisy. Daisy war ein bisschen kalt heute Nacht. Ich fand's eigentlich soweit ganz in Ordnung. Genau, so jetzt wird noch gefrühstückt. Dann müssen wir das Auto fertig machen für die Fähre. Alles herrichten, Wasser ablassen etc. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hamburg.
Wir haben es nach Hamburg geschafft, wir sind im Hafen angekommen und jetzt Daisy ist gerade noch ein bisschen in den letzten Sachen am Aufräumen. Ich habe mich hier schon in Schale geschmissen. Ich gehe jetzt mal zur Anmeldung und ja, dann schauen wir mal, hoffen wir mal, dass das alles soweit klappt. Und ich kann euch leider nicht mitnehmen, weil hier ist, glaube ich, Filmen nicht so erwünscht. Neben uns steht auch schon die Polizei und kontrolliert da jemanden. Deswegen lasse ich die Kamera mal hier. Vielleicht kann ich ja 1, 2 Einblicke mit dem Handy aufnehmen. Schauen wir mal. Die war ja hinten. Hier war die. So, wir haben es geschafft. Unser Auto steht jetzt irgendwo da hinten auf dem Hafen zwischen tausenden anderer Autos. Wir hatten wohl Glück. Ja, wir hatten wohl sehr Glück. Der mir das Auto entgegengenommen hat und diese ganze Aufnahme gemacht hat, sagte mir, gefragt, wie lange wir warten mussten. Habe ich ihm gesagt, ja, 20 Minuten. Und dann sagte er, oh ja, da hattet ihr aber wirklich Glück. Durchschnitt sind gerade wohl 5 Stunden. So, sind wir ganz froh, dass wir keine 5 Stunden hier warten mussten. Dann wäre auch unser Bus weg gewesen. Denn unser Bus nach Berlin fährt jetzt in 4 Stunden. 3,5 Stunden. Nee, 4. 4 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit totzuschlagen. Und deswegen... Jetzt können wir erstmal gemütlich einen Kaffee trinken oder was essen. Genau, jetzt fahren wir erstmal in die Stadt rein hier in Hamburg. Gucken uns noch ein bisschen Hamburg an. Machen ein bisschen Sightseeing. Und dann geht's weiter nach Berlin. Auf nach Berlin. So ihr Lieben, wir sind zurück aus Berlin im wunderschönen Münsterland und haben unsere internationalen Führerscheine mitgebracht. Yay! Ja, ist tatsächlich nur ein Stück Papier und ein bisschen verwunderlich, dass man das hätte nicht hier bekommen können, aber gut. Die Reise nach Berlin war sehr schön. Wir konnten noch mal ein paar Freunde treffen, von denen wir uns schon längst verabschiedet hatten. Aber war trotzdem schön, dort zu sein. Genau, wir sind hier im Fenner Moor und machen jetzt mal einen kleinen Spaziergang und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Ja, und während wir da hier jetzt durchs Fenner Moor laufen, würde ich euch gerne kurz noch eine kleine Geschichte zu unserem Auto erzählen. Und zwar geht es um die Namensfindung. Wir hatten ja schon 2 Camper in der Vergangenheit und ja, die haben wir mal liebevoll Liesel genannt, benannt nach Andres Oma, denn ohne Andres Oma hätten wir uns wahrscheinlich nie unseren ersten Camper zugelegt. Und ja, jetzt mit dem neuen Camper meinte André dann zu mir, er fühlt, das ist ein Kerlchen, ein Mann. Und ja, dann haben wir überlegt, wie könnten wir den denn nennen. Und wir waren ja nicht alleine an dem Auto beteiligt. Also wir haben daran gearbeitet und wir haben eine sehr große Hilfe von Andrés Dad bekommen, von Elmar. Und da haben wir gedacht, okay, wir könnten doch Elmars Namen ein bisschen in den Namen vom Camper einfließen lassen. Und deswegen haben wir unseren Camper Elmo getauft. Genau. Elmo wird uns hoffentlich jetzt fleißig und sicher durch Nordamerika und wer weiß wohin noch bringen. Deswegen hier geht auf jeden Fall nochmal großer Dank an meinen Vater raus, der uns echt
wirklich extrem viel geholfen hat. Danke, Ohne ihn Elmo. wäre sicherlich das Auto nicht in der Zeit fertig geworden. Deswegen, Liebe geht raus an meinen Dad und Ja, hoffen, dass Elmo uns so gute Dienste leistet, wie du das gemacht hast. genau. So, wir sind zurück im Auto, haben unseren kleinen Spaziergang hier beendet und wie ihr sehen könnt, Sind wir dann in unserem Auto? Das ist tatsächlich der Bulli von Andres Dad. Der hat vor ein paar Jahren auch mal ein Auto ausgebaut und ja, könnte uns dementsprechend dann auch ganz gut bei unseren Bullis unter die Arme greifen. genau, für uns ist es ja auch schon der dritte Bulli, dementsprechend hatten wir da auch schon ein bisschen Erfahrung beim Ausbauen. Ja, jetzt und heute, wie geht's weiter? Die nächsten 2 Wochen. Die nächsten 2 Wochen werden wir so ein bisschen planen, was genau wir sehen wollen, was wir uns, was wir für Aktivitäten machen wollen. Genau, weil das ist bisher ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil André war ja so beschäftigt mit dem Ausbau und I war ja tatsächlich noch am Arbeiten und deswegen konnten wir uns damit eigentlich nie so richtig beschäftigen. Außer mit dem Papierkram, dem haben wir ja zum Glück hinter uns. Jetzt geht es nur darum, was genau wollen wir uns anschauen, was wollen wir machen. Jetzt kommt also der Fun-Part. Genau, unser Flug geht eben erst in 2 Wochen und deswegen werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht viel filmen, weil einfach nicht viel passieren wird. Wir werden uns so ein bisschen abschotten, um auch einfach dem Risiko einer Corona-Infektion noch so ein bisschen zu entgehen. Das wäre natürlich jetzt der Super-GAU, wenn wir deswegen nicht fliegen könnten. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich, sollte nichts Außergewöhnliches passieren, erst wieder beim Flug. Bis dahin. Das wollt ihr immer schon mal machen. Wir sind schon den ganzen Morgen dabei, fleißig unseren Bus zu packen. Den ganzen Morgen ist gelogen. Eigentlich sind wir schon mehrere Tage daran, diesen Bus zu packen. Let's go! Mir ist gerade aufgefallen, dass wir unser Auto noch gar nicht getauft haben. André? Shame on us. Und deswegen... Osten Richtung Amphorenkampe starten. Alles klar. Deswegen besorge jetzt noch eine Flasche Sekt, damit wir gleich mit unseren Freunden auf unser Auto anstoßen können. Yay! André, du darfst das Foto auswählen. Ich darf das Foto auswählen? Ja. Zufrieden mit deinen Bildern? Alter, nein. Filmminderheit, das ist nicht lustig. Leute, ich sag's euch, mein Passfoto ist schon hässlich. Mein Führerscheinfoto ist hässlich. Ich sehe aus, als ob ich eingeschlafen wäre. Und das ist jetzt genauso schlimm. Aber dafür gibt es jetzt erstmal Süßigkeiten. Wegzehrung. Ab ins House of Sweets.